Mit was für einem Rad, weiß ich gar nicht. Ganz große Neuigkeiten. Hi, hier ist der Thomas. Ich sitze zusammen mit dem Felix von Felix Tested Bikes. Wir waren gerade zusammen auf dem Ride. Felix hat mir die coolen Isar-Trails gezeigt und wir sitzen jetzt zusammen hier im Cycle Café Three Mills im Dreimühlenviertel. Hi Felix. Hi Thomas, grüß dich. Erstmal Dank fürs Guiden. Es war super geil, hat mega Spaß gemacht. Ja, es war richtig schön. Wir hatten perfektes Wetter. Die erste Regenpause seit 2 Wochen ungefähr, weil du da bist. Habe ich mitgebracht, das Wetter. Okay. Vielen Dank. Ja, wir waren jetzt auf den Isar-Trails unterwegs. Du bist massiv gut auf dem Rad. Du sitzt super drauf und sieht sehr flowig und flüssig und sehr verspielt aus. Erzähl mal, wo kommst du her? Wieso fährst du gut Rad? Ja, das freut mich, wenn du das so siehst. Also ich bin relativ lange BMX gefahren, BMX-Rennen. Ich habe mit 7 angefangen im Verein zu trainieren. Und das Ganze habe ich gemacht, bis ich 18 war und teilweise auch relativ ambitioniert, war auch selber BMX-Trainer. Was heißt ambitioniert? Ja, ich war mal deutscher Meister mit 16. Wirklich? Ja, und habe dann... Deswegen bist du gut auf den Isar-Trails? Deswegen bin ich so gut auf den Isar-Trails. Alles für diesen Moment, wenn ich mit dir fahre. Danke. Ja, und wenn man BMX fährt, da ist ja alles ein bisschen kleiner und du musst mega genau fahren. Und dadurch hat man dann ein ganz gutes Fahrgefühl, was man auf alle anderen Fahrräder, die so ein bisschen größere Reifen und vor allem eben ja, ein bisschen Federung mit dabei haben, das kann man dann übertragen. Okay. Apropos übertragen, dann hast du ja quasi Leistungssportler gemacht. Hast du da irgendwie in deinen weiteren in deine Fahrradkarriere Sachen aus dem Leistungssport mit übernommen? Irgendwie Ehrgeiz, Training, Ja, Willen? ja, ich glaube, was ich schon mitnehmen konnte aus dem Leistungssport, ist, dass wenn man ein Ziel hat, dass man da sehr diszipliniert für arbeitet und halt auch auf Sachen verzichtet. Also jeder Leistungssportler macht es ja nicht nur aus Hobby, sondern auch, weil er sich oder vielleicht auch anderen was damit beweisen will. Und sobald man diesen Grund mal herausgefunden hat, wird es tatsächlich ganz schön schwierig, Leistungssport zu machen. Und ich war ziemlich arbeitswütig auch eine Zeit lang, bevor ich YouTube gemacht habe. Und ja, mit dieser Arbeitswut bin ich teilweise dann auch ans YouTube rangegangen. Aber man braucht eine andere Art von Disziplin, wenn man jetzt selbstständig ist, wie wenn man jetzt zum Beispiel angestellt ist. Aber Disziplin gehört schon so mit zu den Tugenden, die man mitbringen muss, glaube ich, oder was man lernen kann aus dem Leistungssport ins echte Leben übertragen kann. Ich habe dich das erste Mal kennengelernt, da warst du noch für Fazua am Start. Echt? Wo war das? Auf der Eurobike-Party. Da war ich wahrscheinlich saubesoffen, oder? Wir waren beide betrunken. Ah, ja. sehr gut. Auf welcher Eurobike war das? Boah, in Friedrichshafen es war von 510, eine von diesen klassischen Partys, die es damals gab. Ja. Hast du da irgendwas dann auch mitgenommen oder Ja. Was hast du mitgenommen damals? Fahrräder? Fettes Alkoholproblem. Nee, also ich hatte mega Glück. Das war so mein erster richtiger Job. Okay. Nach dem Studium war ich zwar 1 Jahr lang bei so einer Unternehmensberatung, aber habe dann in so einem relativ frühen Stadium bei Fazua einsteigen dürfen als Marketing-Dude und relativ viel Verantwortung von Anfang an gehabt und Messestände zum Beispiel mit einem riesigen Budget verantworten dürfen. Und das Ganze halt mit, ich glaube 25 war ich da am Anfang, Team aufgebaut, die Produkte halt dann auch zusammen mit den OEs gelauncht. Da waren tolle Partner dabei. Und auf den Eurobikes hat man dann eben das gespürt, wie so die Branche tickt, wie die einzelnen Leute ticken und vor allem halt auch ein Netzwerk aufgebaut innerhalb der OEs, aber auch zu den Medien. Und das ist was, wovon ich halt heute noch profitiere. Okay, das heißt, du hast dann dir dein Netzwerk aufgebaut und also dann bist du in der Pandemie, quasi hast du deinen YouTube-Channel also angefangen. Ja. Also 2020, das heißt, du hast jetzt 5-jähriges. Ja, genau. Ja. Happy Birthday an der Stelle. Heute kommt mein Video 5 Jahre Felix Tested Bikes. Ach Quatsch, wirklich? Ja. Okay. Also jetzt gerade vor 10 Minuten ist online gegangen. Wirklich? Hast du schon gesehen? Ja, natürlich. Auf dem Trail, nebenbei. Warum hast du das Also war dein Ende bei Fazua oder hast du es nebenbei angefangen oder wie ist das gelaufen? Ja, also mit dieser Arbeitswut war ich dann irgendwann einfach durch mit Angestelltsein und habe dann gekündigt bei Fazua, habe es dann noch ein halbes Jahr bei einem Rolleranbieter, E-Scooter-Anbieter probiert als Marketing-Dude. Da aber auch gemerkt, so also ich brauche schon das Fahrrad und ich brauche vielleicht auch irgendwie so, ja, also ich will selber was auf die Beine stellen und dachte mir, ich kann ganz gut vor Kameras sprechen und ich kann ganz gut BMX fahren, also mache ich Videos über das BMX fahren und vielleicht noch über das Mountainbike fahren. Hat natürlich keiner angeschaut am Anfang, weil es gab übelst viele Mountainbike-Videos und auch viele YouTuber, die mega gut Mountainbike gefahren sind, weitaus besser als ich.
Und ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, so Gravelbikes kann man auch so vorstellen, ohne dass man viel Vorwissen hat. Und das kommt bei den Leuten auch ganz gut an, weil die teilweise ja dann auch überhaupt kein Vorwissen hatten und eher jemandem vertraut haben, der das auch hemdsärmelig und vielleicht auch so ein bisschen naiv und mit den falschen Begriffen erklärt hat. Und da hatte ich hatte ich irgendwie Glück zu dem Zeitpunkt und dann habe ich das einfach weitergemacht und dann kamen so die ersten Testräder relativ schnell und seitdem läuft die ganze Geschichte eigentlich. Ja. Ja, krass. Das heißt, du hast dann angefangen und ich meine, du musst ja auch irgendwo mit dann Geld verdient haben. Das ist dann ab Tag 1 sozusagen bei dir gelaufen oder ist es auch eher langsam angefangen? Nee, das mit Geld verdienen, das kam später erst dazu. Ich wusste auch nicht, wie viel Geld selbstständig sein kostet. Also ich habe, teuer? ist schon relativ teuer, ja. Also ich würde es dir jetzt nicht empfehlen. Wie viele Mitarbeiter hast Danke. du? 30? Ich weiß nicht, ja. Ich weiß, vielleicht. Mehr oder weniger. Also ja, riesen Respekt, was du aufgebaut hast. Das ist ja das Krasseste überhaupt. Bei dir war die Geschichte ähnlich eigentlich. Du hast auch als Angestellter angefangen, nebenbei das Forum aufzubauen Ja. und hast darauf dann Rennrad-News und EMTB-News auch Genau, noch das kam aufgesetzt. später noch dazu. Aber da war ich schon raus. Ich hatte erst auf 4 Tage die Woche reduziert, war noch in meinem normalen Job drin, hat das andere größer gemacht und habe dann aus der Elternzeit rausgekündigt 2007. Ja. Ja. Also ich habe es dann nicht so Harakiri-mäßig wie du vielleicht betrieben. War das bei dir Harakiri? Im Nachhinein vielleicht. Also in dem Moment war ich halt einfach optimistisch. Also ich dachte mir, das klappt schon. Und ich hatte auch nicht viele Fixkosten und das oder auch kein Kind. Das hat sich dann schon geändert, als ich dann Vater wurde. Wurde dann auf einmal schon relativ schnell klar, dass der Spaß mehr reinbringen sollte, als er kostet. Und dann habe ich das Geschäftsmodell auch ein bisschen umgebaut. Jetzt hast du 30 Kinder und musst sehr viele Videos machen. Ähnlich wie du. Ja, natürlich. Nee, ich habe immer noch ein Kind. Okay. Und mal schauen. Also ich würde das natürlich dann auch gerne so irgendwann. Ich meine, du bist auch ein großes Vorbild für mich von Anfang an gewesen, weil ich mir auch gedacht habe, wenn ich das schaffe. Nee, aber wir haben uns ja auch früher schon getroffen oder ich habe mit Jan auch viel gearbeitet früher bei Fazur. Und das war schon immer sehr, sehr inspirierend, da zu sehen, wie ihr es schafft, in die neue Medienwelt reinzugehen und dabei halt mit weniger Equipment und mit weniger Kosten mehr Reichweite zu generieren. Und ich glaube, dieses Rezept funktioniert immer besser, je mehr Leute das Internet verstehen. Okay. Gab es da einen speziellen, gab es ein Schlüsselerlebnis oder irgendwelche Ziele, die du mit Felix Tested Bikes dann verfolgst? Du hast eben schon gesagt, der Anfang war, dass du Sachen einfach so rüberbringen wolltest, wie du es jetzt quasi erlebt hast. Du hast hemdsärmelig oder naiv gesagt, also einfach so, wie wenn ich jetzt anfange, Gravel zu fahren. Mit der Brille hast du das dann gesehen? Das war so der Anfang? Ja, ich habe also die ersten Videos, mir hat es einfach Spaß gemacht, Sachen, die ich selber gerade erst angefangen habe zu verstehen, zu recherchieren und dann so aufzubereiten, dass ich sie vor der Kamera erklären kann und die dann auch kurzweilig sind. Also ein kompliziertes Thema dann in 10 Minuten runterzubrechen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Technik-Nerd. Ich habe keine Ahnung von Reifen gehabt oder von Laufradgrößen oder von Bremsen oder von mechanischen Schaltgruppen oder von was SRAM versus Shimano und sowas war. Und habe dann irgendwann gelernt, dass es halt für Leute da draußen voll wichtig sein kann, dem Einsteiger aber vollkommen egal ist. Ja. Der will eher wissen, welche verschiedenen Farben es gibt. Und ja, und das war dann irgendwie so der Ansatz am Anfang. Aber ich hatte keine richtigen Ziele. Ich wollte mal 5000 Abonnenten haben. Das war so ein krass großes Hast du die Ziel. jetzt schon? Ja, ich habe jetzt 50.000. Krass, Wahnsinn. Aber ich bin halt, Oh. ja, ich bin nach diesen 5000 Abonnenten tatsächlich in so ein Loch gefallen, weil ich dann mir auch gedacht habe, also krass, wie... Was jetzt? Was soll jetzt noch? Also wo soll es denn jetzt noch hingehen? Ja. Und ja, jetzt bin ich immer noch in so einer Findungsphase, würde ich sagen. Okay. Du hast ja schon so eine wilde Mischung, also die auch relativ unique ist. Du hast eben nebenbei erwähnt, dass du BMX-Meister warst. Du hast bei einem Bike-Hersteller oder Bike-Teilehersteller gearbeitet und bist jetzt erfahrener YouTuber. Wie hilft dir quasi die Kombination dann weiter? Wir hatten eben schon gesagt, Ehrgeiz und irgendwie dranbleiben war der eine Punkt. Ja, gute Frage. Also ich bin halt recht neugierig und versuche so, vielleicht langweile ich mich auch schnell. Also ich versuche generell vielleicht auch Sachen immer spannend aufzubereiten, für mich jetzt.
Ja, was mich halt total reizt am YouTuber sein, ist einerseits das Videos machen, aber andererseits auch das Unternehmerische außenrum. Ich denke, da gibt es vielleicht auch die nächsten Jahre irgendwas, was man machen könnte. Als Unternehmer sein im Fahrradbusiness. Aber ja, ich habe da auch kein richtiges Konzept oder Ziel, sondern ich lasse mich da auch treiben und versuche da auch ein bisschen flexibel zu sein, weil wir wissen ja alle... Ja, und wie entscheidest du dann, was das nächste große Thema ist? Also, Du meinst jetzt, ob das nächste Video? ja, zum Beispiel konkret, ja. Oder so eine grobe Richtung. Ja. Ist mehr Gravel oder mehr E-Bike oder. Ach so, ja, da schaue ich schon auch auf die Zahlen. Also man kann ja bei YouTube super genau analysieren, was gut funktioniert und was mir auch Spaß macht. Also zum Beispiel habe ich relativ viele E-Mountainbikes jetzt auch versucht, auf dem Kanal zu testen. Mit, würde ich sagen, mäßigem Erfolg. Also die haben teilweise geklickt, teilweise nicht so gut. Und da würde ich schon daraus schließen, dass das halt auf diesem Hauptkanal Felix Tested Bikes jetzt nicht so gut funktioniert. Oder auch das ganze Thema Lastenrad, was mich super interessiert, oder auch neue Mobilitätsformen, finde ich total spannend. Und da gab es jetzt eine strategische Neuausrichtung, auch seit 3-4 Monaten, dass ich halt versuche, möglichst Gravel- und Rennrad-spezifisch und Allroad-spezifisch auch auf dem Hauptkanal Felix Tested Bikes zu bleiben und dann zu gucken, ob es vielleicht Sinn macht, da irgendwas Neues aufzugliedern in diesem Internet. Also einen zweiten Parallelkanal quasi separat zu. Könnte man denken, ja, könnte man mal überlegen, weil das Rezept an sich würde funktionieren, aber man muss dem Algorithmus halt schon ganz genau vorgeben, was für eine Themenvielfalt er maximal erwarten kann und welche Zuschauer dann auch vielleicht die richtigen wären für den Kanal. Okay. Beschäftigst du dich viel mit diesem Algorithmus und mit diesen Metriken und bist du da auf dem aktuellen Stand? Ja, schon. Versuchst dich auf dem Stand zu halten? Ne? Ja, also ich versuche schon ungefähr, mich interessiert es auch voll, also ich finde es total interessant, wie sich das auch verändert. Das sind ja laufende Weiterentwicklungen. Im Endeffekt kann man sich damit so reinarbeiten, wie man will. Am Schluss geht es darum, ein gutes Video mit Mehrwert zu generieren. Aber es gibt schon so Tricks und ein paar so kleine Stellschrauben, die man optimieren kann, wo man auch daraus lernen kann. Und da gibt einem YouTube extrem viel Statistiken auch an die Hand. Aber es gibt halt eben auch viele Kanäle, auch auf YouTube, wo man sich fortbilden kann. Und das mache ich tatsächlich täglich. Okay. Kannst du uns einen Geheimtipp verraten? Wir arbeiten ja auch hart an den 50.000. Ja, also bei euch würde ich vielleicht sagen, eure Thumbnails sind viel besser geworden die letzten, ich weiß nicht, seit 3 Monaten oder so ist, glaube ich, ein neues Design dran. Also man macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ja. Und sonst, ich gebe euch jetzt hier keine Okay, gut, sonst musst du eine Rechnung schreiben, ja? Ich berate ja auch. Also. Wenn du ein Bike jetzt testest, hast du eine Methodik? Ich meine, bei uns haben wir das teilweise schon sehr, gerade bei Vergleichstests, dass es irgendwelche Sachen gibt, eine Checkliste, Sachen, die gemacht werden und auch wie Artikel nachher aufgebaut sind, was ein Video enthält. Ja. Wie läuft das bei dir? Wie ich wünschte, ich hätte das, aber ich bin halt auch nicht so der Strukturierteste. Also ich könnte da auch mit dem gleichen Kochrezept rangehen. Manchmal hilft es vielleicht, um Vergleichbarkeit zwischen Rädern zu schaffen. Ich mache es eher so, dass ich versuche, jedes Video neu aufzubauen und zu gucken, was ist so das Spannende an dem Rad und dann die Geschichte um diesen Block herum zu erzählen. Weil sonst würde ich 50, ich meine, ich habe jetzt gestern mal gezählt für das andere Video, ich habe 111 Räder schon getestet. Das heißt, ich hätte 111 Mal das gleiche Video gemacht mit einem unterschiedlichen Namen. Und ich versuche das schon immer so ein bisschen aufzubauen, dass die Leute, die jetzt vielleicht gerade nicht ein Rad kaufen wollen, sich trotzdem darüber informieren können und vielleicht einfach auch aus Unterhaltungszweck das Video anschauen können. Weil sie einfach, keine Ahnung, den sympathischen Felix sehen wollen, der irgendwie Sachen in die Kamera erzählt? Ich weiß nicht, also manchmal habe ich so das Gefühl, man schaut sich ja auch, oder ich schaue mir das manchmal auch gerne an, Videos über so Autotester. Und so Luxusautos-Tester. Ich will mir jetzt auch kein Lamborghini kaufen, aber ich finde es interessant, wie der, keine Ahnung, Hamid TaylorMade Cars zum Beispiel, setzt sich in den Lamborghini rein, gibt Gas und sagt, boah, ist der schnell. Und das kann ich mir 20 Minuten lang anschauen. Geil. Und ich hoffe halt irgendwann, schauen sich die Leute das dann auch an, wenn ich mich auf einen Cinelli oder einen Factor draufhauke, dann sagt, boah, ist das schnell. Wenn die Leute ja die Videos lieben, wie gehst du auf der anderen Seite mit so dem Thema Authentizität um? Wie
ehrlich kannst du sein in Videos? Weil du musst ja auch von irgendwas leben. Es gibt eine Art Werbefinanzierung teilweise auch. Ja. Also wie bewegst du dich in diesem Spannungsfeld? Ja. So? Ja, voll. Also alles, was ich mache, ist Werbung. Das ist auch gekennzeichnet als Werbung. Das ist halt ehrliche Werbung und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Marken sind und unterschiedliche Räder, ist für mich halt auch total wichtig, dass ich die Sachen auch kritisieren darf. Also das ist auch ausgemacht mit den Herstellern. Die haben kein Mitspracherecht, was was ich im Endeffekt dann auch berichte. Und wenn das Ganze nicht ehrlich wäre, dann würde mir das ja auch um die Ohren fliegen. Also wenn jemand jetzt ein Rad kaufen würde und sagen würde, das ist aber totaler Mist. Ja. Oder ich unterstütze auch keine Marken, wo ich weiß, das hat wird hinten und nicht vorne keinen Sinn für die Werbung zu machen. Weil die zum Beispiel die Räder nicht verkaufen. Also so eine Anfrage habe ich jetzt gerade zum Beispiel, wo ich mir denke, nee, das geht nicht. Da versuche ich dann schon, mich auf die Marken zu konzentrieren, die auch tatsächlich vertretenswert sind. So ein bisschen wie Online-Händler. Hinter denen du dann auch stehen kannst sozusagen. Ja, voll. Seitdem du diese Tests machst, blickst du anders auf Tests, die du woanders siehst dann? Naja, dadurch, dass ich davor ja auch Marketing in der Fahrradbranche gemacht habe, habe ich schon mitbekommen, wie sehr, ich muss ja aufpassen, was ich jetzt sage, aber auch so gerade so, wenn so eine Fahrradzeitschrift aufschlägst, wenn da das Testsieger-Siegel prangt, dann ist es nicht nur zufällig der die meisten Anzeigen geschalten hat. Und das hat mich voll verwundert damals als Marketeer. Und also ich glaube, ich weiß ganz gut, wie solche Testsiegel funktionieren. Aber da will ich jetzt auch keinen ans Bein pinkeln. Vielleicht kommt auch bei den Testsiegel von Das wäre super, dass Felix das Bikes Alter, das wäre... mit deinem Gesicht drauf. So. Also ich denke so jedes Jahr, wenn diese Testsiegel rauskommen, das ist was zum Gelddrucken. Also das ist... Ich meine, klar, ich verstehe das dahinter. Die Leute wollen halt auch wirklich wissen, was man kaufen kann. Okay, abgesehen von Testsiegeln, wir haben jetzt Juli. Denk mal die letzten 12 Monate zurück. Was war das geilste Bike, was du getestet hast? Gute Frage. Wo willst du dein Gesicht für hergeben? Ja. Wer bekommt den goldenen Felix jetzt? Ein Testsiegel. Gibt es irgendein Mountainbike, E-Mountainbike, Gravelbike, wo du sagst, boah, das war echt das Allergeilste? Weil Werbung haben sie ja alle bezahlt, deswegen sehr egal, du kannst ja jedes jetzt nennen. Das stimmt, ja. Also E-Mountainbike, was ich jetzt echt wirklich zu schätzen gelernt habe, war das M-Flow. Ich finde es einfach sau interessant, wie dieser Motor funktioniert, wie die Abstufung auch mit diesen brachialen 1000 Watt mit der neuen Software funktioniert. Das finde ich echt genial. Das ist wirklich beeindruckend. Gravelbike fällt mir jetzt gerade spontan. Ist eins rausgestochen. Die sind, also ich fand das neue Grizzle schon cool. Aber ich bin damit halt tatsächlich nur einen Tag gefahren. Also ich hätte es gern länger gefahren. Was rausgestochen ist, definitiv, auch von Canyon, war das 999 € Rennrad. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass es halt mit der QS einfach so einen Preispunkt gibt, der absolut human ist und dass das Rad nicht scheiße war. Also ich bin wirklich in den Test rein und habe gesagt, oh, hoffentlich taugt das was. Und das war gut. Das war gut, haben sie gut gemacht. Und weiß nicht, wann kommt das Video raus? Keine Ahnung. Also Ende August gibt es noch mal einen richtigen Brecher, also was Gravelbikes angeht. Ich glaube, das wirbelt auch noch mal den Gravelbike-Markt richtig rum. Okay. Hast du einen eigenen Podcast? Nee, ich hätte gerne einen. Willst du einen machen? Wollte ich gerade fragen, du bist aber ab und zu in Podcasts zu hören, oder? Ja, ich mache gerne Podcasts. Okay. Ja. Warum? Ich finde das total witziges Medium, einfach so zu labern. Und ja, man trifft halt auch sauinteressante Leute. Jeder, der einen Podcast hat, hat irgendwie ein Mordsnetzwerk. Dadurch auch vielleicht. Und ich hätte gerne einen, aber ich wüsste jetzt auch nicht so ganz genau, was das für ein Konzept haben soll. Okay, das heißt vielleicht... Also willst du einen vermarkten? Willst du einen aufbauen? Ich hab keinen Bock auf diesen ganzen Backend-Scheiße mit Hochladen und so. Du willst einfach nur... Ich will einfach nur labern. Okay. wie jetzt. Felix labert, okay. Mit Gästen halt auch. Also das wäre halt Das heißt, cool. die müsst du für dich organisieren und du würdest dann einfach labern. Okay, das wäre dein Traumzustand. Im besten Fall würde ein Gespräch zustande kommen, oder? Ja, schon. Hast du einen Podcast? Nee, oder? Wir haben auf MTV News einen Podcast. Ja, genau. Da läuft zurzeit so ein World Cup Special. Da ist der Markus Peckhol als Experte immer mit dabei und von uns Gregor oder Moritz oder beide, die auf den World Cups unterwegs sind und berichten halt, was da gelaufen ist, quasi aus erster Hand. Okay, cool. Was auch super interessant Ja. ist. Ansonsten, du bist ja außerhalb vom Podcast, du bist auch viel im realen Leben unterwegs, auf Community-Events, du machst Social Rides etc. Was reizt dich da besonders und nimmst du da auch irgendwie Anregungen für deine Videos mit rein? Also, Ja. weil eben witzig, wir haben auch eben jetzt auf der Bike-Tour einfach jemand kennengelernt und der ist mit uns gefahren. Was fasziniert dich da? Ich finde es voll wichtig, also dass man halt nicht nur
sich hinter seiner Online-Präsenz, wo man halt alles schneiden und bearbeiten kann, versteckt, sondern halt im echten Leben auf Leute trifft, die einen halt auch in 99% der Fälle einfach nicht kennen aus dem Internet. Das ist halt schon immer ganz cool, um ja, einfach gemeinsam Spaß zu haben und auch irgendwie den Spaß nicht zu verlieren am gemeinsamen Radfahren. Und solche Community-Events sind immer ganz cool. Also hier auch vom Free Mills fahre ich manchmal mit, um einfach zu gucken, was interessiert die Leute, was gibt es denn eigentlich gerade so für Trends, welche Marken sind angesagt, welche Fragen haben die zum Beispiel auch. Das heißt, das greifst du dann auch schon mal auf oder hast du im Hinterkopf, wenn das nächste Video läuft? Dann Ja, ich finde es schon wichtig, also dass man da den Bezug auch einfach behält. Weil also wenn man halt zu lange in dieser Medienwelt ist, glaube ich, dann verlernt man halt auch einfach die Sprache von normalen Fahrradfahrern zu sprechen. Dann redet man auf einmal von Pneus, wenn man über Reifen spricht, oder Bidons, wenn es um Trinkflaschen geht. Und wenn man halt einfach auf so einem Community Ride ist, da redet keiner von Pneus oder Bidons normalerweise, und da hat auch keiner von Kopf bis Fuß ein durchgestyltes Outfit, sondern da geht es halt nur ums Fahrradfahren, und ich glaube, das ist halt schon immer voll wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Okay. Gab es noch mal irgendein besonderes Event oder eine Begebenheit bei so einer Community-Geschichte, die dir im Kopf geblieben ist? Ach, ich glaube, jeder Moment, wo man auf andere Leute trifft, ist voll besonders. Also da lernt man sich halt dann auch noch mal ganz anders kennen, weil man ein paar Stunden nebeneinander her radelt und dann einfach ratscht auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und ich habe zum Beispiel mal einen Community Ride, fällt mir gerade spontan ein, vor 2 Jahren gemacht, zum Chiemsee von hier aus mit Übernachtung. Das war auch total cool, weil wir halt über diese Übernachtung nochmal, waren, ich glaube, 8 Jungs und ein Mädel, einfach nochmal ganz anders zusammengewachsen sind als Gruppe, und einfach klar war, ja, wir verbringen jetzt doch ein bisschen mehr Zeit als nur diesen einen Tag miteinander. Und ja, es hat sich schon sehr, sehr cool angefühlt am nächsten Tag. Da sind wir gut als Gruppe zusammengewachsen. Sowas hat sich auf jeden Fall, sowas mache ich auf jeden Fall nochmal. Okay, cool. Ja, wir sind ja eben Rad gefahren und haben den Luca kennengelernt, und da kam er drauf, hey, er hätte auch Bock, das zu starten. Genau. Stell dir vor, es fragt jetzt jemand, hey, ich will Content Creator oder YouTuber werden. Erstmal, ist das eine gute Idee? Boah, Du hast es ja jetzt hinter dir seit 5 Jahren. Also ich würde es nicht nochmal machen, glaube ich, weil es hängt viel, viel mehr dran, als man vielleicht denkt. Ist nicht alles nur Spaß und Sonnenschein? Aber es ist eine mega Spielwiese, und vor allem eine, wo man halt sehr, sehr viele Bereiche ausprobieren kann. Und ich glaube, wenn jemand halt nicht genau weiß, was er werden will, dann ist Content Creator eine ganz gute Art und Weise rauszufinden, ob man eher vor der Kamera, hinter der Kamera, im Schnitt, vielleicht auch im Vertrieb oder im Marketing oder generell im Social Media Bereich glücklich wird. Und ja, ausprobieren. Luca, probier es aus. Luca, Vollgas. Aber mach uns unsere Kanäle nicht kaputt, bitte. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ja, zum Abschluss. Was können wir als nächstes von dir erwarten? Gibt es irgendwelche Projekte oder Träume oder irgendwas, was wir von dir erwarten können? Ja, also ich bin dieses Jahr so ein bisschen reingeschlittert in das Rennenfahren. Also ich bin... Ich habe gesehen, du bist im All bei Oberstdorf. Ja, genau. Dieses Ding mitgefahren. Da bin ich eine Rennen mitgefahren. Auch so mehr so ein bisschen reingerutscht in diese ganze Geschichte. Es war super anstrengend. Und dann bin Ein Rennen ist anstrengend? Ein Rennen war dann doch anstrengend. Da sind einige fitte Leute dabei. Ist verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Nur. Ja, und ich bin gar nicht so fit, wie ich vielleicht auch... Nee, aber also ich würde gerne noch mal mehr in dieses Rennfahren reinschnuppern. Ich habe momentan jetzt noch nicht so viele Ambitionen, da so krass dafür zu trainieren, aber ich glaube, das kommt bald wieder. Das ist ein ganz natürlicher Zyklus, der so bei mir alle paar Jahre sich wieder durchschlägt. Und ich würde übelst gern einfach noch ein bisschen mehr Mountainbike-Content reinbringen. Allerdings halt jetzt nicht auf dem Felix Tested Bikes Kanal. Da muss ich mir noch ein Format aussuchen. Aber die Idee ist schon, ein bisschen sportlicher noch zu werden mit dem Kanal. Auch ich dachte Rennen. Selbst jetzt, oder? Ja, nee, das kann man hinschneiden. Aber vielleicht Tour de France nächstes Jahr einfach mit der GoPro mitfahren. Und dann, ich denke schon, ja. Muss mal schauen, ob so ein Team halt auch bereit wäre, einen da so durchzuschieben. Du warst jetzt auf der Tour de France. Ist ja auch alles eine Frage des Geldes, sicher, ob du dich dafür dann irgendwo hochquälst, oder? Ja. Aber die haben ja auch teilweise so krasse Uhren, gell? So 300.000 € teure Uhren. Ja, natürlich. Die fehlt ja noch, oder? Würde ich schon. Das heißt, das wäre dann... kein Uhrensponsor, ja. Das wäre mega.
Gut, das heißt, wir erwarten als nächstes einen fetten Uhrensponsor für dich und Habt ihr einen? einen Uhrensponsor. Ja. Nein, also ich trag nicht mal eine Uhr. Ja, ich auch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, was für ein Modell. Okay. Ich kenne mich da auch nicht Hast du aus. auch keine Uhren? Nee, ich habe keine. Ich auch nicht. Ich mag das auch nicht als Statussymbol. Okay. Gut, das ist ein gutes Schlusswort, Ja. würde ich sagen. Mega, Thomas, danke dir. Danke, Felix. Hat mich gefreut. Jetzt weiß ich viel mehr über dich. Ja, Ansonsten, wenn ihr noch Fragen an Felix habt, schreibt sie gerne drunter, schreibt sie in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. tschüss. Danke.